Goethe schreiben? Teil 1. Bei Teil 1 müssen wir eine E-Mail schreiben. Und meistens gibt es 3 oder 4 Punkte, die du in deinem Brief bearbeiten musst. Und mein Tipp für die Prüfung ist, dass du von Anfang an versuchst, mit der Hand zu schreiben. Und aus diesem Grund habe ich sogar diese E-Mail oder diesen Brief mit Hand geschrieben. Weil ich eben möchte, dass dieses Video auch sehr authentisch ist. Deswegen mit der Hand. Was ist das Thema dieses Briefes? Du hattest Geburtstag und eine Freundin oder ein Freund konnte leider nicht zu deiner Geburtstagsparty kommen. Und jetzt schreibst du ihm oder ihr eine E-Mail oder einen Brief. Also wir sollen etwas zu der Geburtstagsparty sagen und wir sollen den Freund oder die Freundin fragen, ob sie vielleicht Zeit für ein anderes Treffen hat. So, und jetzt lese ich mal den Brief vor. Natürlich beginnen wir mal mit einem Gruß. Zum Beispiel mit Liebe Anna. Ich hoffe, es geht dir besser. Achtung, hier musst du ich klein schreiben, weil bei Liebe Anna ein Komma steht. Danke für deine Grüße zum Geburtstag. Das könnte man einmal als Einleitung nehmen. Dann geht's weiter, indem du die Feier ein bisschen mehr beschreibst. Mit: Die Feier war wirklich toll. Wir haben gemeinsam gelacht, lecker gegessen und eine tolle Zeit verbracht. Also einfach gesagt, fasst du hier die Party ganz kurz zusammen. Und jetzt musst du auch ein Geschenk erwähnen, das dir besonders gut gefallen hat. Und ich nehme hier in diesem Beispiel das Geschenk Fotokollage. Und deshalb schreibe ich jetzt so weiter. Besonders gefreut habe ich mich über das Geschenk von Andreas. Also wieder ein fiktiver Freund, der mir etwas geschenkt hat. Die selbstgemachte Collage mit unseren gemeinsamen Erinnerungen ist einfach wunderbar. Theoretisch könntest du noch sagen, dass es dein Lieblingsgeschenk war, aber du musst es nicht unbedingt so dezidiert sagen. Und jetzt sollen wir beim nächsten Punkt einen Vorschlag machen, wo wir den Freund oder die Freundin fragen, ob wir uns noch ein anderes Mal treffen können. Und das könnte so aussehen. Es tut mir leid, dass du krank warst und nicht kommen konntest. Lass uns das nachholen. Wie wäre es mit einem gemütlichen Abendessen nächsten Samstag? Wir könnten uns im Café Stein treffen. Hier habe ich wieder einen fiktiven Namen benutzt, Café Stein. Du könntest theoretisch auch einfach: wir könnten uns im Restaurant treffen, schreiben, oder wir könnten uns in unserem Lieblingscafé treffen, schreiben und so weiter und so fort. Und abschließend musst du nochmal fragen, ob dieser Termin für den Freund oder die Freundin okay ist oder nicht. Und das könntest du folgendermaßen machen. Ich freue mich darauf, von dir zu hören. Bitte sag mir, ob die Idee für dich passt. Natürlich kannst du hier variieren und fragen: Bitte sag mir, ob der Termin für dich passt. Bitte sag mir, ob die Zeit für dich passt. Bitte sag mir, ob der Ort für dich passt. Jetzt brauchst du noch das Schlusswort und da sagst du am besten: Liebe Grüße und gute Besserung. Gute Besserung sagst du ja deswegen, weil der Freund oder die Freundin krank ist. Unter der E-Mail oder dem Brief schreibst du noch deinen Namen, das ist klar. Und damit hast du eigentlich schon diese Aufgabe erledigt. Ich hoffe, das Video war interessant und nützlich für dich. Wir sehen uns bei der nächsten Schreibübung.